Mit dem Modul Customer Relationship Management planen und organisieren Sie Ihre Anlässe. Zu Beginn legen Sie den gewünschten Veranstaltungstyp fest. Dieser enthält dann beliebig viele Veranstaltungen der gleichen Art. Weitere vorbereitende Aufgaben sind das Anlegen von Teilnehmerlisten sowie das Erfassen der benötigten Veranstaltungsorten. Beachten Sie, dass das Erfassen eines Veranstaltungsorts nur mit den erforderlichen administrativen Rechten möglich ist. Wechseln Sie ins Menü Veranstaltungen und klicken Sie auf das Plus-Symbol, um eine neue Veranstaltung zu erstellen. Nach den benötigten Eingaben speichern Sie die Daten mit Erstellen ab. Nun können Sie die Teilnehmer auswählen. Die Teilnehmerliste kann aus einzelnen Personen, Teilnehmer bestehender Veranstaltungen sowie den vordefinierten Teilnehmerlisten zusammengestellt werden. Bevor die Einladungen verschickt werden, erstellen wir eine einfache Einladungswebseite. Klicken Sie dazu auf das Bearbeiten-Symbol und anschließend auf den Textlink Anmeldeseite bearbeiten. Das Layout ist bereits erstellt. Fügen Sie Überschriften, Texte und Bilder hinzu. Mit dem Stiftsymbol lassen sich Inhalte eintragen oder anpassen. Mit dem Gutzeichen speichern Sie die Eingaben ab. Für die Einladungsseite können Sie 2 Bilder hochladen. Nun wird die Einladung verschickt. Dazu verwenden Sie das Briefsymbol. Überprüfen Sie nochmals die Eckdaten Ihrer Veranstaltung sowie den Einladungstext, der automatisch aus Ihren Angaben generiert wurde. Die E-Mail-Vorlage können Sie mit Klick auf das Bearbeiten-Symbol anpassen. Speichern Sie die Änderungen mit dem Diskettensymbol ab. Drücken Sie Einladung versenden, um diesen Vorgang abzuschließen. Die Einladung wird an alle Teilnehmer mit dem Status neu verschickt. Im Ansichtsmodus der Veranstaltung können Sie von allen Teilnehmern oder einer gefilterten Auswahl eine Excel-Liste erstellen lassen. Dazu klicken Sie auf das Download-Symbol. Die Teilnehmer können sich nun mit dem versendeten Link in der Einladung auf der Webseite an- oder abmelden. Bei Bedarf können Sie eine Erinnerung oder eine E-Mail an bestimmte Teilnehmer versenden. Der Status eines Teilnehmers lässt sich mit dem Stiftsymbol anpassen und mittels Gutzeichen speichern.